Chicken Katsu Curry. Heute widmen wir uns wieder den Currys der Welt und kochen den japanischen Curry-Klassiker. Außerdem verraten wir euch, was es von indischen Currys unterscheidet. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Katsu Curry besteht aus zwei Komponenten, wie der Name nahelegt. Einmal dem Katsu. Katsu ist abgeleitet von Cutlet. Das ist das englische Wort für Schnitzel, also nicht zu verwechseln mit unserem deutschen Kotelett. Und zum anderen der Currysoße. Wir fangen aber erstmal mit dem Schnitzel an. Wir machen Chicken Katsu, Torikatsu. Für eine vegetarische Variante nehmt einfach einen Portobello-Pilz. Je nachdem welches Fleisch genommen wird, ändert sich der Name. Das erste Katsu war ein Tonkatsu aus Schweinefleisch. Es wurde 1899 in einem Restaurant in Tokio serviert, das auf westliche Küche spezialisiert war. Die westlich-japanische Küche wird als Yoshoku, die traditionelle als Washoku bezeichnet. Das ist einer der seltenen Fälle, in denen ich mit Hähnchenbrust koche, weil sie beim Frittieren schön saftig bleibt. Als erstes reiben wir sie mit Mirin ein. Das ist süßer japanischer Reiswein. Dann pfeffern und salzen wir das Fleisch. Während es zieht, machen wir uns an die Currysoße. Interessanterweise wird Katsu Curry in Japan eher als westlich inspiriertes Essen angesehen, gar nicht so sehr als indisches. Es war wirklich die britische Armee, die Curry in Japan eingeführt hat, um ihre dort stationierten Truppen zu versorgen. Zu diesem Zeitpunkt war Curry schon seit über 100 Jahren Teil der britischen Küche. Im Asia-Geschäft gibt es diese Curry-Roux-Mischung. Das ist im Grunde nichts anderes als vorgemischte Mehlschwitze mit einem japanischen Currypulver. Wir haben es schon getestet und euch unten auch verlinkt, aber ihr kennt uns, wir kochen am liebsten ganz frisch, das ist einfach am aromatischsten. Als Basis nehmen wir unser selbst gemischtes Currypulver, unten haben wir euch verlinkt, wie ihr es selbst machen könnt. Wenn ihr es nicht zur Hand habt, könnt ihr natürlich auch ein Currypulver kaufen. Dazu mischen wir getrocknete und geriebene Orangenschale, etwas getrockneten Sellerie oder Liebstöckel und ein wenig Pilzpulver. Schon haben wir eine Mischung, die dem japanischen Currypulver sehr nahe kommt. Als Gemüse kommen Kartoffeln und Karotten in das Katsu Curry. Im Vergleich zu anderen japanischen Gerichten werden sie recht grob geschnitten. Das liegt daran, dass es ursprünglich ein beliebtes Essen der japanischen Armee war, die es wiederum von den Briten übernommen hat. Der Vorteil war, dass das Gericht einfach in großen Mengen gekocht werden konnte und, welche Überraschung, sehr gut zu Reis gepasst hat. Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln kommen auch dazu, wie bei einem klassischen indischen Curry. Aber jetzt kommt eine Zutat, die man in indischen Rezepten vergeblich sucht: ein Apfel. Der Apfel wurde in der anglo-indischen Küche bei Gerichten wie der Mulligatawny-Suppe zum Einsatz gebracht, um den sauren Geschmack von Tamarinde zu ersetzen. In Japan hat man zur gleichen Zeit angefangen, Äpfel anzubauen, und so haben die Japaner die Idee mit dem Apfel im Curry wahrscheinlich von den Briten übernommen. Eine Sache machen wir ein wenig anders als in anderen Rezepten, und zwar braten wir unser Gemüse an. Wir finden, das schmeckt besser, als wenn man das einfach nur in der Soße gart. Dazu nehmen wir uns Ghee, hoppla, die Soße ist ja auf Butterbasis und wir finden, Ghee ist aber gut zum Braten geeignet. Das Gemüse ist bei einem Katsu Curry optional. Häufig bekommt man in Restaurants einfach auch nur die glatte Soße. Wir mögen es aber mit Gemüse lieber. Das Gemüse sollte nicht bräunen, ihr müsst es einfach nur anschwitzen, bis es von allen Seiten glänzt und leicht nussig riecht. Anschließend könnt ihr es zur Seite legen. Für die Soße stellen wir als erstes, wie bei einem indischen Curry, eine Masala-Grundlage her. Dazu braten wir geduldig die Zwiebeln an, bis sie beginnen zu karamellisieren. Dann folgen Tomatenmark, Knoblauch-Ingwer-Paste und unsere selbstgemischte japanische Curry-Mischung. Bei der Knoblauch-Ingwer-Paste nicht vergessen, dass wir diesmal doppelt so viel Knoblauch wie Ingwer nehmen. Bratet alles an, bis die Knoblauch-Ingwer-Paste nicht mehr roh riecht. Ab hier weichen wir von der indischen Küche ab, denn nun kommt der geriebene Apfel hinzu und wird gebraten, bis das Wasser verdampft ist. Jetzt wechseln wir zu einer klassischen französischen Kochtechnik und stellen uns eine Roux her. Schmelzt dazu Butter im Topf und rührt Mehl ein. Lasst es kurz mitköcheln, damit das Mehl auch seinen rohen Geschmack verliert.
Durch die Mehlschwitze dickt die Soße stark ein, sobald ihr sie mit Hühnerbrühe aufkocht. Schon faszinierend, wenn man sich überlegt, dass in diesem Gericht genauso viel Butter steckt wie in einem Butter Chicken. Bei Bedarf könnt ihr die Soße noch ein wenig verdünnen. Schmeckt sie mit Wuster und Sojasauce ab. Nun könnt ihr die Kartoffeln und Karotten hinzugeben und alles 20 Minuten lang köcheln lassen. Ihr seht schon, diese Soße ist ganz anders als die typischen indischen Currys. Sie ist viel glatter und homogener, weil sie püriert wurde und mit Mehl gebunden wurde. Die typischen indischen und thailändischen Currys haben oben immer Ölschlieren. Wenn sie das nicht haben, könnt ihr davon ausgehen, dass sie nicht traditionell gekocht wurden. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Currys aus aller Welt und darüber hinaus, abonniert jetzt unseren Kanal. Die Soße sieht doch genauso aus wie auf der Packung und das, obwohl wir sie komplett selbst gekocht haben. Die interessante Kombination aus Currypulver, Apfel und Orangenschale verleiht der Soße eine schön würzig-fruchtige Note. Ihr könnt sie nach Belieben noch mit Honig und mit Salz abschmecken. Und jetzt kümmern wir uns endlich ums Katsu. Wie man ein Schnitzel frittiert, muss ich euch wahrscheinlich nicht mehr erklären. Was sich aber unterscheidet, ist die Panade, die wir verwenden. Wir haben hier Panko-Mehl, das ist gröber und länglicher als Paniermehl, dadurch bildet es beim Frittieren eine tolle stachelige Textur und gibt ein ganz anderes Mundgefühl als Paniermehl. Panko wird sehr fluffig und unglaublich knusprig. Bei der japanischen Küche ist natürlich auch das Plating sehr wichtig. Richtet als erstes den Reis auf einem Teller an. Gebt dann das Curry dazu. Jetzt schneiden wir das Katsu. Hört euch mal dieses Geräusch an. Und noch dazu ist es super saftig geblieben. Platziert es auf dem Curry und garniert es am besten mit ein wenig Grün wie Frühlingszwiebeln. Wir haben gerade ein japanisches Curry mit britischem Currypulver und einer französischen Roux gekocht und obendrauf gab es noch einen Schnitzel. Die Welt der Currys ist schon ziemlich abgefahren. Wenn ihr noch mehr solche spannenden Rezepte kennenlernen wollt, solltet ihr auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren. Aber jetzt lasst es euch erstmal schmecken und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!